Hallo liebe Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem Thema, das mich persönlich selber auch aufregt, und zwar die fatale Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften. Wir erleben es täglich, Unschuldige werden von deutschen Staatsanwälten regelrecht gejagt, um sie mundtot zu machen. Michael Ballweg, Markus Krall und das Kompaktmagazin sind nur einige prominente Beispiele dafür. Tatsächlich trifft es noch viel mehr. Weisungsgebundene Staatsanwälte, so etwas gibt es auf der ganzen Welt nicht, außer in autoritären Staaten, sind für mich die modernen Hexenjäger, die im Sinne ihrer Vorgesetzten, also der Innenminister, inquisitorische Anklagen erheben, um politisch Unkorrekte wegzusperren. Das gibt es meiner Meinung nach nur in autoritären Staaten. Es ist Fakt, die Staatsanwaltschaften sind nicht unabhängig. In Deutschland sind Staatsanwaltschaften Teil der Exekutive und somit in die Behördenhierarchie eingebunden. Das bedeutet im Klartext, Staatsanwälte müssen die Anweisungen von ihren Vorgesetzten, einschließlich der Justizministerien, befolgen. Dies betrifft sowohl allgemeine Weisungen und auch Einzelfallweisungen. Die Weisungsgebundenheit ist im Gerichtsverfassungsgesetz geregelt. Diese Regelungen zeigen für mich klipp und klar, Staatsanwaltschaften sind nicht unabhängig. Zudem ist diese Abhängigkeit ein spezifisches Merkmal des deutschen Rechtssystems. Finde den Fehler. Die Staatsanwaltschaften in Deutschland sind so organisiert, dass es auf der Ebene des Bundes nur eine Staatsanwaltschaft gibt, nämlich die Bundesanwaltschaft. Diese wird organisatorisch zwar der Verwaltung zugeordnet, sie ist funktional jedoch in die Justiz eingegliedert. In jedem Bundesland gibt es zudem eigene Staatsanwaltschaften. An der Spitze der Bundesanwaltschaft steht der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. Dieser wird wie die anderen Bundesanwälte auf Vorschlag des Bundesministeriums der Justiz und mit Zustimmung des Bundesrates vom Bundespräsidenten ernannt. Soviel zur Unabhängigkeit. Auch der Generalbundesanwalt untersteht der Dienstaufsicht bzw. dem Bundesministerium der Justiz und ist an dessen Weisungen gebunden. Die Bundesanwaltschaft ist nicht unmittelbar dem Parlament gegenüber verantwortlich. Vielmehr trägt innerhalb der Bundesregierung und gegenüber dem Parlament das Bundesministerium der Justiz die politische Verantwortung für deren Tätigkeit. Bereits im Jahr 2019 urteilte der Europäische Gerichtshof, dass die deutsche Staatsanwaltschaft die Voraussetzungen der Unabhängigkeit nicht erfülle. Deutsche Staatsanwälte seien nämlich der Gefahr ausgesetzt, unmittelbar oder mittelbar Anordnungen oder Einzelweisungen seitens der Exekutive, etwa eines Justizministers, unterworfen zu werden. Staatsanwaltschaften sind hierarchisch strukturiert. Staatsanwälte haben den dienstlichen Anweisungen ihres Vorgesetzten also nachzukommen. Das ist das Problem in Deutschland. Sind die Staatsanwälte also politische Staatsanwälte? Für mich ja. Denn dies alles dient natürlich nicht zur Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in die Unabhängigkeit der Justiz. So haben in der Vergangenheit immer wieder Berichterstattungen und nachweisbare oder vermeintliche Einflussnahmeversuche der Politik auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen per Weisung Zweifel geschürt. Die Hexenjagden gegen Regierungskritiker nehmen dabei immer absurdere Formen an und enden häufig mit Freisprüchen. Doch das Volk soll eingeschüchtert werden. Ob nun mit Hausdurchsuchungen wegen Facebook-Postings oder Untersuchungshaft wegen angeblicher Steuerhinterziehung. Die Staatsanwaltschaften, die modernen Hexenjäger, sind sehr
einfallsreich, wenn sie die Vorgaben ihrer Vorgesetzten, die wiederum häufig ein Parteibuch besitzen, umzusetzen versuchen. Auf Ermittlungen Einfluss zu nehmen, weil deren mögliches Ergebnis politisch nicht opportun erscheint, ist für mich jedoch ein unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit, in die angebliche Unabhängigkeit der Justiz. Aber genau das decken Presserecherchen immer auf. Einflussnahmen aus dem politischen oder privaten Umfeld von Politikern. Dabei ist es belanglos, ob eine Weisung als solche bezeichnet wird oder ob sie ausdrücklich erfolgt. Dokumentationspflichtig sind sie bisher ohnehin nicht. Man will das ändern, aber ich glaube nicht daran. Druck wird durch ministeriellen Weisungen an die Staatsanwaltschaften als auch Weisungen innerhalb der Hierarchie der jeweiligen Staatsanwaltschaft ausgeübt. Es gibt sogenannte Hinterzimmeraktionen. Der ehemalige Augsburger Staatsanwalt Winfried Meyer sagte gegenüber der Welt, es gebe nichts Schriftliches, nur Andeutungen und Erwartungen, die von oben an die Staatsanwaltschaft herangetragen würden. Und wer da nicht mitspielen wolle und eine schriftliche Anweisung anfordere, gelte als Quertreiber und Nestbeschmutzer. Und das, obwohl eine solche Anweisung in der internen Handakte landen würde, die als Dienstgeheimnis ohnehin geschützt sei. Natürlich müssten auch mündliche Weisungen in die Akte gebracht werden, doch auch wenn man von unkündbaren Staatsanwälten grundsätzlich erwarten könnte, dass sie entsprechende Vermerke fertigen und diese auf dem Dienstweg an den Weisenden zur Kenntnis geben, erfolge dies in der Praxis kaum. Das Risiko für den Politiker, bei einer solchen Hinterzimmeraktion erwischt zu werden, sei damit verschwindend gering. Wir erkennen daran, dass abhängige Staatsanwälte oft nur Handlanger ihrer Vorgesetzten sind, die bis in die höchsten politischen Kreise reichen. Das erklärt auch die Verfolgung politisch Unliebsamer. All das hatten wir schon zweimal. Und genau diese Leute kritisieren Russland, Türkei, die Slowakei und Ungarn. Man kann es eigentlich nicht glauben, wie wir verdummt und verarscht werden. Wir müssen gegen diese Zensur, gegen diesen Druck müssen wir vorgehen. Ich tue das mit Videos und mit meinen Publikationen, um die Menschen aufzuklären, was in Deutschland überhaupt passiert. Es ist ein schleichender Übergang, aber wir sehen das von der Corona-Zeit bis zum Spannungsfall. Die Grundrechte werden immer mehr eingeschränkt und wer dagegen aufbegehrt, der wird dann auch noch von politisch abhängigen Staatsanwälten vor die Gerichte gezerrt. All das hatten wir schon einmal. Hintergründe zum Grundgesetz und wie das alles entstanden ist, in meinem Buch Vorsicht, Enteignung. Da finden Sie auch alle Quelle und ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Und auf meiner Website seht ihr alles über meine Arbeit, alles über meine Videos und alles über meine hochbrisanten Publikationen, die den Mainstream erschüttern. Ich wünsche euch alles Gute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.